In den Ride Review Disney Park Updates sprechen wir über die aktuellen Neuigkeiten rund um die verschiedenen Disney-Parks. Von Anaheim bis Tokio, von Baustellenbildern bis Events. Wir lassen nichts außen vor. Walt Disney World und Disneyland. Neue Flugrouten für Soarin', Disneys California Adventure und Epcot. Das Disneyland Resort und das Walt Disney World Resort bringen im Sommer 2026 zum 250-jährigen Jubiläum der USA eine neue Version der Attraktion Soarin' heraus. Soarin' Across America. Der neue Film zeigt die USA von Küste zu Küste, mit beeindruckender Natur, berühmten Städten und natürlich wieder einer passenden Filmmusik und typischen Düften. Walt Disney Imagineering filmt dafür mehr als ein Dutzend spektakuläre Schauplätze komplett neu. Die erste Version von Soarin' eröffnete übrigens 2001 in Disney California Adventure. Soarin' Across America wird die dritte Version des Flugsimulators nach Soarin' over California und Soarin' Around the World und wird nur für eine begrenzte Zeit zu erleben sein. Neue Animatronics für Frozen, Epcot. Nach rund 10 Jahren erhält Frozen Ever After in Epcot neue Audio-Animatronics. Als Frozen Ever After im Jahr 2016 im Norwegen-Pavillon von Epcot die frühere Attraktion Maelstrom ersetzte, galten die damaligen Projektions- bzw. Screenface-Animatronics als großer Meilenstein. Zum ersten Mal nutzte eine Disney-Attraktion vollständig elektrische Animatronics und kombinierte präzise Elektromotoren mit 3D-Druck. Besonders für Elsa waren fließende Handbewegungen entscheidend. Die Imagineers mussten genügend Platz für Kabel und Motoren in Armen und Händen schaffen. Deshalb bestimmten sie zunächst die notwendige Größe von Elsas Handgelenk und passten den Rest der Figur dann daran an. Mit der Eröffnung von World of Frozen in Hongkong Disneyland im Jahr 2023 kamen viele technische Verbesserungen hinzu, darunter Figuren mit beweglichen, physischen Gesichtern. Das Feedback der Fans war eindeutig. Genau diese neue Animatronic-Technik sollte auch nach Walt Disney World kommen. Die neuen Figuren von Anna, Elsa und Kristoff sollen Anfang 2026 in Epcot ihre Premiere feiern. Ob Frozen Ever After dafür vorübergehend schließen muss, ist bisher noch nicht bekannt. Von 3D zu 2D, Epcot. Remy's Ratatouille Adventure wurde inzwischen sowohl im Disneyland Paris als auch in Epcot überarbeitet und auf 2D umgestellt. Die Attraktion wurde Anfang November geschlossen und ist nun mit klareren Projektionen und ohne 3D-Brille wieder geöffnet. In den kommenden Monaten sollen zusätzlich neue Requisiten und verbesserte Lichtelemente in den Dark Ride integriert werden. Auch die Version im Disneyland Paris erhält vergleichbare Modernisierungen mit neuen Szenen, Requisiten und optimierten Projektionen. Darüber haben wir bereits ausführlich in unserem letzten News-Video berichtet. Neue Innovationen für das Avatarland. Disney California Adventure. Die Disney Research Imagineers haben mehrere aquatische Roboter-Prototypen vorgestellt, die Ideen für das kommende Avatar-Themenland in Disney California Adventure liefern könnten. Ein Prototyp ist von Ilu aus Avatar The Way of Water inspiriert und funktioniert wie ein ferngesteuertes Unterwasserflugzeug. Mit Motoren für Auf- und Abwärts sowie Rollbewegungen kann er schwimmen, tauchen und sogar aus dem Wasser springen. Bei den gezeigten Modellen handelt es sich jedoch lediglich um Prototypen. Sie sind nicht offiziell für das Avatarland angekündigt. Das neue Themenland soll den Bereich Hollywood Backlot ersetzen und sich am Film Avatar The Way of Water orientieren. Dafür wird der Dark Ride Monsters Inc. Mike and Sully to the Rescue geschlossen. Wann der neue Bereich eröffnet, ist bisher nicht bekannt. Shanghai Disneyland. Neues Hotel am Park. Das Shanghai Disney Resort bekommt ein 4. Disney-Hotel sowie eine Erweiterung des Shopping- und Gastronomiebereichs Disneytown. Das neue Hotel entsteht direkt am Eingang von Shanghai Disneyland und wird damit das am nächsten gelegene Hotel zum Park sein, konzipiert als ein magisches Tor für die Gäste. Die Fläche rechts vom Parkeingang war bereits vor der Eröffnung im Jahr 2016 als zukünftige Erweiterungszone vorgesehen. Auch Disneytown, das Einkaufs- und Restaurantviertel links neben dem Park, wird vergrößert und künftig bis rechts an den Parkeingang heranreichen.
Derzeit befindet sich bereits ein drittes Hotel im Bau. Es wird im Art Nouveau-Stil gestaltet und mit rund 400 Zimmern das kleinste Hotel des Resorts sein. Die beiden bestehenden Hotels sind das Shanghai Disneyland Hotel und das Toy Story Hotel. Die Ankündigung des Ausbaus erfolgt zu einem besonderen Zeitpunkt. Shanghai Disneyland hat in etwas mehr als 9 Jahren bereits über 100 Millionen Gäste begrüßt. Disneyland Paris. Die Eröffnung naht. Disney Adventure World. Disneyland Paris hat bekannt gegeben, dass die World of Frozen am 29. März 2026 eröffnet wird. Gleichzeitig erhält der Walt Disney Studios Park seinen neuen Namen und wird künftig Disney Adventure World heißen. Der Themenbereich, der erstmals 2018 angekündigt wurde, entsteht damit rund 8 Jahre nach der ersten Präsentation und wird die Attraktion Frozen Ever After enthalten, die bereits aus Hongkong Disneyland und Epcot bekannt ist. Neu angekündigt wurde zudem ein Olaf-Animatronic, der sich wie im Film bewegt und spricht und sogar typische Momente wie abfallende Arme oder eine abfallende Nase nachstellen kann. Olaf wird Anfang 2026 sowohl in Disney Adventure World als auch im World of Frozen in Hongkong Disneyland debütieren. Teil des Bereichs wird außerdem der Baby-Troll sein, der ebenfalls zuerst in Hongkong eingeführt wurde. Darüber hinaus wurden die ersten Eindrücke der neuen Show Celebration in Arendelle veröffentlicht, die mehrmals täglich am Hafen von Arendelle stattfinden wird. Die etwa 15-minütige Inszenierung nutzt 3 speziell entwickelte Showboote, die derzeit in einer Werft gebaut und an die Anforderungen des neuen Sees angepasst werden. Für die Show wurde ein neuer Originalsong produziert, der in den Abbey Road Studios mit dem offiziellen Frozen Cast aufgenommen wurde. Mit der Eröffnung entsteht auch der Adventure Way, die neue Main Street des Parks. Hier werden die Gäste unter anderem einen Rapunzel Flatride, einen Wellenflieger inspiriert von Disneys Oben sowie mehrere Character Meet and Greets erleben, darunter Mickey und Minnie in neuen viktorianischen Outfits. Am Ende des Adventure Way liegt die Adventure Bay, ein großer See, der alle 9 Themenbereiche miteinander verbindet und künftig Schauplatz einer spektakulären Abendshow sein wird. Die 16-minütige Show trägt den Titel Cascade of Lights und beinhaltet unter anderem den neuen Song We Can Be Heroes. Sie gilt als technologischer Meilenstein, da sie das weltweit erste aquatische Drohnensystem einsetzt, das vollständig mit Luftdrohnen kombiniert wird. Jeden Abend wird eine schwimmende Bühne aus modularen Inseln für die Show auf dem See positioniert. Sie ist ausgestattet mit Lichttechnik, Wasserfontänen, Pyrotechnik und 379 Drohnenstartplätzen. Ebenfalls an der Adventure Bay entsteht das Regal View Restaurant and Lounge, ein elegantes Restaurant mit handgefertigtem Porzellan und der ersten Bar in der Geschichte von Disneyland Paris. Auch dieses Video beenden wir mit einem kleinen Quiz. Bro, in welchem Jahr wurde der Walt Disney Studios Park in Paris eröffnet? Ach du heiliger Strohsack, also 93 war der normale. 2003, ich habe keine Ahnung. Ich sag 2003. Da ich gerade erfahre, dass es keine Auflösung gibt, bin nicht nur ich sehr unbefriedigt, sondern auch ihr. Aber was denkt ihr, wann hat der Walt Disney Studios Park in Paris eröffnet? Das gerne in die Kommentare, ohne zu schummeln. Bin gespannt, was dabei rumkommt, wie ihr das so seht. Ich glaube, das ist echt falsch, oder?